Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe es auch, dass es nicht zu stark hallt, weil wir ja hier noch nicht alles komplett eingerichtet haben. Wir haben heute einen recht kalten Tag hier in Stavanger. Das heißt, die Autos waren heute das erste Mal zugefroren in der Nacht und ja, das Licht ist hier immer sehr klar und auch so ein bisschen bläulich, was ich sehr mag. Ich wollte euch heute mal zeigen, was ich gestern gekauft habe. Dadurch, dass es jetzt kälter geworden ist, muss ich meine Garderobe so ein bisschen aufstocken, vor allem was die Schuhe betrifft. Und habe mir auch noch 2 dickere Pullis beim Zara mitgenommen, die wollte ich gleich mal anprobieren und dann können wir gucken, ob die was sind oder nicht. Und dann wollte ich euch im Anschluss am Video nochmal ein paar Geschäfte zeigen, die ich jetzt hier entdeckt habe, die mir sehr gut gefallen, die ein bisschen was Besonderes sind. Und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Los geht's, ich zeige euch jetzt mal meine Schuhe. Wartet. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden für ein paar Schuhe, die vielleicht jetzt nicht ganz so fancy gut aussehen. Aber diese hier, ich weiß, die gab es, ich glaube, früher schon mal von der Marke Sorel. Oder das sind die, glaube ich, ursprünglich diese Schuhe gemacht haben. Die sind jetzt von UGG. Und das Schöne ist, dass die hier ganz toll mit Lammfell innen drin sind und sehr warm sind und außen aber eben so sind, dass sie auch wasserdicht sind. Was wichtig ist, denn wie ich auch mittlerweile gelernt habe, ist Stavanger nach Bergen die zweitregenreichste Stadt in Norwegen. Also das haben wir auch schon mitgekriegt. Wir hatten hier schon mal eine Woche so einen Dauerregen. Gut, und da wir jetzt auch bei Wind und Wetter rausgehen und wir eben hier alles fußläufig machen können, sind es diese hier geworden. Ich mag die total gerne und vor allem sind sie eben praktikabel mit dem Fell innen warm und außen wasserdicht. Ich hoffe, dass sie mir mehrere Jahre einen guten Dienst leisten. Ich habe auch so ein paar Timberland Boots, die sind allerdings nicht gefüttert, die habe ich aber bestimmt schon 23 Jahre und das sind auch Schuhe, die, glaube ich, irgendwann nur kaputt gehen. Ansonsten trägt man die immer wieder und ich hoffe, dass es mit denen hier genauso ist. So, und dann würde ich vorschlagen, ich probiere jetzt mal die 2 Pullover an, die ich beim Zara mitgenommen habe und dann können wir mal gucken, wie die so sind. So, ich befinde mich jetzt hier in unserem Umkleidezimmer. Also das ist jetzt ein Raum, von dem wir noch gar nicht so genau wissen, was wir damit machen. Hier stand dieser Schrank schon drin von Seiten des Vermieters, den wir jetzt nicht so schön finden in diesem Braun, aber was gut ist, ich habe jetzt hier den Spiegel und ihr könnt praktisch das jetzt hier ganz gut sehen. Also das ist der erste Pullover, der hat so eine Art Rippenoptik, ist hier so abgesetzt und hier am Bündchen in so einem Grau, ansonsten ist er cremefarben. Der ist innen so angeraut, ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sehen kann, also schon sehr warm. Der war jetzt nicht mehr in L da, ich habe ihn jetzt in M gekauft. Also von der Ärmellänge ist er auf jeden Fall gut. Vom Schnitt her bin ich mir aber nicht so sicher, weil eigentlich hatte ich gehofft, dass der so ein bisschen länger ist. Und ja, also warm ist er. Ich mag auch die Farbkombination sehr gerne. Also der ist jetzt, ich glaube, durch die Lampe kommt es ein bisschen gelblicher rüber, als er faktisch ist. Also er ist so ein gräuliches Beige. Das mag ich eigentlich ganz gerne, aber ich guck mal. Also, das ist der erste Pullover, gleich kommt der zweite. So, das ist der zweite. Der gefällt mir jetzt schon mal viel besser, liegt aber auch an der Farbe. Ich glaube, das Dunklere ist sowieso grundsätzlich besser, mag ich eigentlich lieber. Vor allem, wenn man im Winter sowieso so ein bisschen käsig ist, dann glaube ich, dass das Grau oder auch was Dunkleres Blau besser aussieht als so ein Beige. Dann sieht man noch käsiger aus. Den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Er hat diese schönen Bündchen, hier unten auch dieses breite Bündchen. Und ich mag die Knopfleiste. Die kann man jetzt beispielsweise auch noch ein bisschen weiter aufmachen, ein weißes Shirt drunter ziehen. Also der bleibt auf jeden Fall und ich glaube, den anderen, den werde ich heute zurückbringen, weil er mir nicht ganz so gut gefällt. Ich habe noch so einen grauen Cardigan gesehen. Eventuell nehme ich mir den dann stattdessen mit, weil das ist dann eigentlich auch ganz gut. Zusammen mit meinen Longsleeves ist das auch immer so eine Option, die ich eigentlich ganz gerne anziehe. Im Herbst, Winter, weil hier im Haus ist es warm, draußen ist es kalt, da kann man dann so ein bisschen variieren. Ja,
Also das sind die 2 Pullover, einer geht weg, einer bleibt und dann nehme ich euch später nochmal mit in die Geschäfte. Eine Sache ist mir noch eingefallen, ich habe nämlich hier diesen grauen Pullover, letztes Mal noch aus London mitgebracht, der ist von Uniqlo, so ein Kaschmir-Sweater und die haben die in ganz, ganz vielen Farben, die gibt es auch mit Rundhals oder eben jetzt hier mit V-Ausschnitt und auch in Grau, wie man sieht. Vielleicht soll ich das mit dem Cardigan doch nochmal überdenken, weil sonst ist alles grau. Keine Ahnung, vielleicht nehme ich dann doch lieber was in dunkelblau oder in schwarz. Muss ich nochmal gucken. Also, den wollte ich euch auch noch zeigen. Der ist aber jetzt noch aus London und der ist von Uniqlo und ist so ein echt schönes Material. Gibt es in total vielen Farben und dann geht es dann mit in die Stadt. Als erstes nehme ich euch mit zu Systrene Krene. Das ist jetzt natürlich kein typisch norwegischer Laden, sondern den gibt es natürlich auch in Deutschland und der hat ganz viel Deko-Sachen. Und was hier in Norwegen ganz wichtig ist jetzt in der Vorweihnachtszeit, sind natürlich die Wichtel oder wie sie hier heißen Nisse, beziehungsweise der Weihnachtswichtel, der Julenisse. Und der bekommt überall so eine kleine Tür und wird versorgt in der Vorweihnachtszeit, damit er im Haushalt hilft. Und das hier sind natürlich ganz tolle Notizhefte und Stifte, mag ich sehr, sehr gerne. Jetzt kommen wir zu Tønnesen. Hier habe ich meine Schuhe gekauft, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ein sehr, sehr schöner und sehr exklusiver Schuhladen hier in Stavanger. Weiter geht es mit dem Illums Bolleküs. Und hier schlägt das Herz für alle höher, die in Design und Interieur interessiert sind. Hier gibt es Geschirr, es gibt Sachen fürs Schlafzimmer, Lampen natürlich ganz, ganz viele und ganz viel Dekorationszeug und alles auch sehr designerlastig und auch hochpreisig, aber sehr schön. Und natürlich die Mumintassen nicht zu vergessen. Weiter geht's zu Manesteen. Das ist ein Schmuckladen, die vor allem mit Steinen auch arbeiten, Haarspangen auch ganz tolle haben und sehr, sehr freundliche Verkäuferinnen. Weiter geht es zum Karma. Das ist ein Laden mit ganz, ganz lieben Menschen innen drin und tollen Klamotten, hochpreisigen, aber sehr exklusiven und auch besonderen Klamotten. Es gibt natürlich auch nicht so hochpreisige Sachen, aber schicke Sachen. Dann geht es zum Outland und hier schlägt das Herz jeden Nerds höher. Hier gibt es alle Funko Pops, es gibt Mangas und also wenn man gerade noch die Treppe in den Keller runter geht, da schlägt das Herz wirklich vor Freude höher für alle, die Mangas und Fandom lieben. Norli, die Buchhandelskette, ist ungefähr vergleichbar mit Thalia. Und ja, Mitglied bin ich da mittlerweile natürlich auch schon. Jedes 10. Buch gibt es umsonst. Finde ich schon ziemlich gut. Und die haben auch eine kleine Auswahl an deutschen, englischen und spanischen Büchern. Ich habe gerade beim Schnitt festgestellt, dass ich gar keinen richtigen Abschluss unter dem Video habe. Deswegen wollte ich mich nochmal bedanken und hoffen, dass euch die Tour durch die Geschäfte von Stavanger ein bisschen gefallen hat. Wen es interessiert, warum wir überhaupt in Norwegen gelandet sind, wie es dazu kam und wieso unser Empfinden dazu ist, dem kann ich auch gerne noch meinen Podcast Nordlichter empfehlen. Ich verlinke den euch unten und die Geschäfte verlinke ich euch auch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund und bis bald.